Hallo meine Lieben, heute machen wir mal wieder was mit der Cameo 5 und zwar wollte ich das Foiling ausprobieren mit der und wie gut es funktioniert, ob es funktioniert, das seht ihr dann auch gleich nach dem Intro. Wie gesagt, ich zeige euch heute das Foiling-Tool mit der Cameo 5. Das hatte ich euch auch schon gezeigt mit der Portrait 4, wie das funktioniert. Und ich werde heute die dickere Spitze verwenden. Das ist das dunkelrote hier. Aber bevor wir da reingehen, wollte ich euch noch etwas zeigen oder respektive erklären. Ich werde dieses Element hier verwenden, was wir aber bei solchen Designs nicht machen können, ist ein Single Line. Was bedeutet das? Wenn ich jetzt mit einem Stift oder eben mit einem Foiling Tool das hier verwenden würde, dann würde er diese Linie außen zeichnen und dann die Linie innen zeichnen. Und dasselbe hier auch. Der würde einfach außen rumgehen und dann wäre das Innere leer. Und das sieht jeweils extrem unschön aus, weil was wir wollen, ist ja eigentlich nur einen Strich. Und das geht eben nicht, wenn ich die Datei so verwende. Und es ist eigentlich egal, ob das ein Element ist, was ich selber gezeichnet habe und umgewandelt habe, oder ob es eine gekaufte Plotter-Datei ist, weil die eigentlich alle so aufbereitet sind, respektive eben nicht alle. Es gibt spezielle Designs, die so gemacht sind als Single-Line-Design. Da gibt es aber auch zwei Bedeutungen für, also wenn ihr zum Beispiel bei Creative Fabrica dann nach Single-Line-Designs sucht, kann es auch sein, dass ihr Sachen findet, die dann auch so geschnitten werden mit diesen zwei Linien. Da bedeutet das Single-Line, weil es kommt aus dem Grafikbereich heraus, dass man einfach sagt, wenn ich den Stift einmal ansetze und einfach ein Element daraus zeichne, das ist ein Single-Line-Design. Es gibt aber eben dann auch die anderen, wo ich eben nicht diese zwei Linien habe, sondern nur die Mittellinie. Auch das ist für uns ein Single-Line-Design. Wenn ihr da mehr dazu wissen wollt, da verlinke ich euch hier oben ein Video. Ist zwar mit dem Cricut Maker, habe ich das damals, glaube ich, erklärt, aber es ist für alle Plotter dasselbe, weil alle Plotter würden hier, wenn ihr jetzt einen Stift verwendet zum Beispiel, nur diese Außenlinien machen. Ich habe versucht, als ich diese Tools verwendet habe, habe ich versucht mit einem Offset, das heißt, wenn ich sowas hier zeichnen will, dass ich einfach das einmal zeichne, dann mit wenig Millimetern Offset nach innen, nach innen, nach innen, nach innen. Das dauert aber extrem lange und deshalb mache ich das so, dass ich das hier jetzt in ein Single-Line-Design umwandeln werde. Das zeige ich euch gleich. Aber die Elemente, die ausgefärbt werden oder werden würden, die lasse ich stehen. Da mache ich wirklich nur die Außenkante und werde dann das Ausfärben mit dem Foil Quill Pen machen, weil das wesentlich schneller geht, als wenn ich da versuche, x-mal vom Offset ein Inset quasi, also die Innenlinie immer wieder nachzuzeichnen. Dauert auch ziemlich lang und man sieht dann trotzdem immer noch diese Linien, deshalb mache ich das mit dem Foil Quill Pen. Jetzt zum Umwandeln in eine Single Line oder in ein Single Line Design muss ich euch vorwarnen, es gibt keine einfache, schnelle Lösung. Also ich habe wirklich alles versucht. Ich habe sogar mit dem Adobe Illustrator, wo ich eine Skizzenzeichnung machen kann, das versucht umzuwandeln, aber da hatte es Linien, also das Design war noch nicht mal erkennbar. Es geht einfach nicht. Das heißt, was wir machen müssen, ist das in einem Vektorprogramm nachzuzeichnen, dass wir wirklich nur eine Linie haben, wenn wir das zeichnen. Ich werde heute mit Curve arbeiten, dem Programm, weil ich das sehr gerne auf dem iPad mache. Ihr könnt aber wirklich auch andere Programme verwenden, zum Beispiel auf dem Computer gibt es ein gratis Vektorprogramm, das heißt Inkscape, da habe ich auch schon Videos dazu gemacht. Ihr könnt mit dem Adobe Illustrator arbeiten, wenn ihr den habt.
Ihr könnt direkt im Silhouette Studio natürlich zeichnen, auch das geht, aber wie gesagt, weil ich halt einfach gerne mit dem iPad solche Sachen mache, werde ich Curve verwenden. Und wenn Curve für euch neu ist oder neu klingt, das ist ganz einfach Vectornator. Die haben einen neuen Namen, das Ganze hat so ein bisschen geändert, aber per se, wenn ihr bei mir nach Vectornator sucht, dann findet ihr da auch ein ausgiebiges Tutorial, wo ich das gezeigt habe, wie ihr sowas machen könnt. Wir gucken es eben in dem Programm an, aber dieses Tool, was ich verwende zum Zeichnen, das habt ihr in jedem Vektorzeichenprogramm drinnen. Einfach um das euch zu sagen. Aber wir gehen jetzt rein und werden den hier nachzeichnen. Das Zeichenprogramm, die App sieht so aus, das ist das Curve. Und da könnt ihr ganz einfach ein neues Dokument anlegen, das habe ich schon gemacht und ich habe mir die Datei auch schon reingeholt, hier auf einer separaten Ebene und da die transparent runtergemacht. Wie habe ich das gemacht? Ich bin ganz einfach hier auf das Plus und habe das bei mir aus den Fotos geholt und hier reingenommen. Dann könnt ihr hier auf die Ebenen gehen, da drauf, wo das ist, das anklicken und dann bei den Eigenschaften sagen, dass ihr hier die Deckkraft zurücknehmt, damit ihr dann auch ein bisschen besser seht, was ihr hier genau macht. Die sperren wir jetzt, also ich mache gerade die ganze Ebene, sperre ich und gebe eine neue Ebene hinzu, auf der ich dann zeichnen werde. Jetzt das Tool, das wir verwenden, ist eben hier drüben haben wir das Pen-Tool. Ich gehe da kurz ein bisschen drüber, damit ihr das auch seht. Also wir haben einerseits den Stift, wo ihr sagen könnt, wie groß soll er das ausnivellieren, was ihr zeichnet. Na, wenn ihr versucht nochmal, jetzt habe ich hier unten das nur auf 11%. Das heißt, wenn ich zeichne, sieht man ziemlich viel von dem, wie ich meinen Stift bewege. Das heißt, wenn ich zittere, dann sieht man das hier auch. Und wenn ich das mit der hochgehe, dann nivelliert das quasi so ein bisschen euer Zittern aus. Ich gehe dann nicht ganz hoch. 85% reicht eigentlich. So, und wenn ich damit jetzt zeichne, und loslasse, dann sieht das so aus. Ich kann hier mit der Konturbreite noch zurückgehen, dann sehen wir das auch besser. Also die Eigenschaften von dem, was ihr macht, seht ihr immer hier auf der Seite. Ihr seht jetzt, ich bin nicht da gelandet, wo ich landen will. Das heißt, wenn ihr dieses Tool verwendet, könnt ihr immer noch, das ist die Direktauswahl, da seht ihr alle, und das, um die einzelnen Ankerpunkte anzuzeigen. Und da können wir jetzt zum Beispiel den Ankerpunkt hier nehmen und den einfach hier runtergeben, den auch hier und auch immer noch mit diesen Hebeln so ein bisschen das anpassen, dass es dann da zu liegen kommt, wo ich das gerne haben möchte. Ein bisschen mehr zur Nase. Und so könnt ihr das immer noch anpassen, aber ihr seht, ich habe jetzt nicht zwei Linien, eine außen und innen, sondern ich habe wirklich nur eine Linie. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass ihr hier mit dem Pen-Tool arbeitet und damit macht ihr eigentlich die Ankerpunkte. Das heißt, ich fange hier an, dann gehe ich hier hin und wenn ich ziehe, arbeite ich quasi an den Hebeln. Kann ich zum nächsten auch wieder ziehen, zum nächsten auch wieder ziehen, damit das alles so ein bisschen rundlich wird. Hierhin ziehen und dann hierhin
wenn ich da wieder drauf gehe, upsie, das war zu wenig, dann schließt es den Pfad, aber auch den kann ich jetzt durch die Direktauswahl auch wieder anpassen, damit der besser dann zu meinen Linien passt. Je weiter raus ihr hier die Hebel nehmt, desto runder wird das Ganze auch. Unten passt es noch nicht ganz für mich. Ihr seht, ihr habt diese beiden Möglichkeiten, um etwas zu zeichnen. Und genau das mache ich jetzt durch das ganze Design hindurch. Und eben je nachdem, was ich machen will, nehme ich das eine oder das andere Tool. Ihr habt auch, wenn ihr zum Beispiel einen Kreis zeichnen wollt, könnt ihr auch das machen, dass ihr hier die Form verwendet und dann einfach irgendwie einen Kreis zeichnet. Da müsst ihr natürlich dann die Füllfarbe wegnehmen, damit ihr nur noch die Linienfarbe habt. Aber auch da könnt ihr dann in die Direktauswahl gehen und das immer noch verändern. Also so ein bisschen herausfinden, wie ihr Sachen am besten darstellen könnt, welches dieser Tool ihr verwendet. Das mache ich jetzt alles rückgängig und ich zeichne jetzt einfach diesen Bären nach. Ich werde die Flächen, die ich habe, werde ich nicht ausfüllen. Das heißt, hier die Schnauze werde ich nur die Umrahmung machen und dann das auch mit dem Foiling-Tool auch nur die Umrahmung machen lassen und dann eben mit dem Foil Quill Pen das am Schluss noch ausfärben. Den Pulli werde ich nicht so machen, sondern da gebe ich ein großes Herz in die Mitte und ein paar kleine ringsherum. Genau, das sind so die Sachen, die ich machen werde. Und wie gesagt, ich mache das jetzt einfach und lasst euch ein bisschen mitgucken und am Schluss werde ich dann euch das fertige Resultat zeigen und dann gehen wir dann rüber auf die Cameo, um das dann auch mit dem Foil Quill Pen zu zeichnen. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not. Und vielleicht hier auch noch ein Punkt, ihr habt vielleicht gesehen, ich lösche teilweise hier auch einzelne Ankerpunkte, um das auch so ein bisschen einfacher zu gestalten. Je weniger Punkte ihr habt, eigentlich desto besser. Seht ihr, ich habe hier einen plus hier einen, den brauche ich eigentlich nicht, weil diese Kurve kann ich ganz einfach dadurch machen, dass ich hier den Hebel hier hinziehe. Kann ich da ein bisschen höher gehen. Auch beim Ohr, den brauche ich nicht. Den hier wollte ich nicht haben. Den hier auch nicht. Und den hier auch nicht. Sondern ich arbeite eigentlich damit, dass ich die Hebel bewege. Und hier kann ich auch auswählen, ob das strikte Ankerpunkte sind, also eckige, oder ob die eher kurvig sein sollen. Das heißt, wenn ich den jetzt auswähle, habe ich jetzt hier auch einen Hebel, wo ich sagen kann, na, ich will, dass der hier durchgeht. Und wenn ich dann merke, dass ich doch noch einen brauche, kann ich immer noch auf die Linie drauf tippen und wieder einen dazugeben. Na, so könnt ihr auch damit so ein bisschen spielen. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak.
feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it'd last forever, but somehow we got lost. Looking back, I didn't realize what was wrong with me. I can't deny I took you for granted. You finally had enough. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend to the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, a new best friend. Best friend, yeah, it hurts a bit. I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend to the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't. It's hard to get over, you chose someone else, best friend. I've been lying here for too long. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. Und ihr seht hier vielleicht bei den Strichen, die ich hier habe, ich mache die nicht super perfekt gerade, aber so ein bisschen in die Richtung, die dürfen für mich, also die ganzen Linien, dürfen so ein bisschen Imperfektionen haben, weil das ganze Design ja eigentlich so angelegt ist. Und bei den Punkten hier gucke ich ganz einfach, dass das mit der Linie abschließt. So, jetzt habe ich das alles schon mal nachgezeichnet. Hier das eine Auge noch nicht. Sorry, machen wir gleich noch. So würde ich sagen, passt das. Jetzt habe ich ja gesagt, ich will in der Mitte noch ein Herz machen. Das heißt, da zeichne ich einfach mal ein Herz hin. Nicht wirklich schön, aber das können wir ja wunderbar noch korrigieren. Das heißt, hier in der Mitte möchte ich ein großes Herz haben. Und dann möchte ich das duplizieren oder kopieren und einfügen. Achso, hier haben wir es. Und das kleiner machen und die so ein bisschen auf dem Pulli verteilen. Und auch in der Ausrichtung so ein bisschen verändern. Nicht das hier, sondern das hier. Kopieren, einfügen.
So, ich würde sagen, ich habe genug Herzchen. Und dann können wir das Bild hier mal ausblenden. Dann sehen wir, wie das Ganze aussehen wird. Und so speichere ich das oder exportiere das. Und zwar als SVG auf meine Creative Cloud, damit ich das dann auf dem Mac wiederholen kann. Also ich habe hier mein Design schon reingeholt. Da habe ich ganz einfach hier Datei öffnen gemacht und das da geholt, wo ich das abgespeichert hatte. Und zudem habe ich noch einen Schriftzug hinzugefügt, weil bei mir wird es eine Karte von wegen Geburtstag vergessen, von wegen war da nicht was. Und von der Schriftart her hatte ich, Moment kurz, Caroline, wo haben wir es? Es ist eine Schriftart von Creative Fabrica. Hier, Caroline, also G-E-R-R-U-L-I-N-E. Die findet ihr eben bei Creative Fabrica und das Schöne ist, es ist eine Single-Line-Schrift. Das heißt, da habe ich nicht das Problem, dass er die Außenkanten versucht zu zeichnen, sondern er hat wirklich nur eine Linie. Das ist das, was ich hier eingefügt habe. Jetzt gucke ich kurz, wie groß meine Karte ist. Und da will ich eine Größe, oder sagen wir es mal so, meine Karte hat eine Größe von 10,5 mal 148. Muss jetzt nicht genau sein, es geht einfach darum, damit ich sehe, wo ich das Ganze platzieren muss. Und der gebe ich kurz auch eine andere Farbe, damit ihr auch ein bisschen was seht. Mache die Liniendicke kurz ein bisschen größer. So, das ist da. Das ist die Kartengröße, die ich habe. Und dann kann ich mein Element nehmen und das natürlich in der Größe anpassen. Ich werde es aber gar nicht so groß haben, sondern ein bisschen, jo, so in dem Stil will ich das haben. Und dem hier habe ich einfach die schwarze Farbe gegeben. Jetzt habe ich das manchmal gemerkt, dass er, wenn ich jetzt ins Senden gehe, er das Ganze verschiebt. Und deshalb guckt da wirklich drauf, dass ihr das da noch an der richtigen Stelle habt. Das heißt, ich gehe jetzt mal auf Senden rüber. Und so wie es aussieht, Vorführeffekt, ist es immer noch an der richtigen Stelle. Jetzt als allererstes, was ihr machen müsst, wenn ihr mit der Cameo 5 noch nicht foliert habt, ist, dass ihr ein Material anlegt. Das heißt, ich gehe hier auf Material und sage neues Material hinzufügen. Na. Hier. Und dann müsst ihr hier Cameo 5 oder Portrait 4 auswählen, das erste. Dann könnt ihr auf den Schlitten 2 rüber, weil das Hitze-Tool ist ja am Schlitten 2. Dann könnt ihr hier aufs Plus gehen, also ich habe hier oben Karte ausgewählt. Und dann hier auf dem Plus sage ich Folienaktion hinzufügen. Und ich lasse das auf den Standard-Einstellungen. Das hat bei mir eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und dann kann ich aber hier den Craft-Schnitt, den kann ich entfernen. Das heißt, im Schlitten 2 habe ich nur noch die Folienaktion. Schlitten 1 lasse ich so. Ich habe versucht, die Aktion zu entfernen. Er braucht immer eine Aktion anscheinend im Schlitten 1. Und ich habe es dann ein bisschen anders gemacht, weil wenn ich da gar nichts habe, dann hat er immer reklamiert, dass das nicht passend ist für den Schlitten 1. Und ich zeige euch gleich, wie ich das dann gemacht habe. Jetzt kann ich dem Material noch einen Namen geben und sagen Testfolie Cameo 5, weil ich habe es für mich schon mal angelegt. Und machen wir da Accelerate vielleicht noch eins hoch und dann kann ich sagen Speichern. So ist mein Material angelegt.
Und was ich jetzt mache, ich gehe auf die Linien, weil ich habe ja die grünen Linien, das ist Schlitten 1 und das habe ich auf Karton und Schneiden. Hier ist ein Häkchen, das nehme ich raus, weil das will ich gar nicht schneiden. Das war für mich nur, um anzuzeigen, wo ich das Ganze brauche. Dann gehe ich auf das 2. Da hat er jetzt ein paar Sachen nicht. Moment. Kurz nochmal rüber. Eigentlich müssten hier alle Sachen auf schwarz sein. Versuchen wir es nochmal. Okay. Ich habe Gruppierung aufheben gemacht. So scheint er das besser zu verstehen. Und hier bei euch wäre es jetzt einfach das neue Material, was ihr angelegt habt. Das ist in der Regel ganz unten. Da wäre jetzt hier das Test Cameo 5. Ich kann das nehmen oder ich habe eben für mich schon eins gemacht. Cameo 5 Foiling. Kann ich das nehmen. Und hier drüben nehme ich Vereiteln. Komischer Name, aber es ist das, was mit dem Wärmestift gemacht wird. Und dann steht hier Folie. Das heißt, wir haben jetzt beim Grünen, was das ringsherum ist, Karton zwar, aber ich habe das auf ausgesetzt und den Schlitten 2 auf ein, das schwarze, Foiling und Folie. Jetzt habe ich den Hitzestift schon im Plotter drin und kann hier einfach sagen, weil ich habe den ausgeschaltet oder ja, dass der nicht die ganze Zeit heiß ist, während ich Sachen ausprobiere. Und da kann ich einfach draufklicken und dann wärmt er sich wieder auf. Und in der Zeit kann ich auch meine Matte schon vorbereiten. Das heißt, ich habe hier meine Matte. Dann habe ich meinen Karton. Den setze ich hier oben schön in die Ecke. Da, wo ich auch gesagt habe, das war nicht bis ganz draußen, aber fast ganz draußen. Dem Stiel. Dann habe ich die Folie zurechtgeschnitten, damit die hier drauf passt. Ich lege hier nur kurz was drauf, damit das hier sich gerade hinlegt. Dann gucke ich natürlich, dass alles abgedeckt ist mit dieser Folie. Und dann habe ich hier Streifen von dem Kleber, der mitgeliefert wird. Ein bisschen lang. Und was ich mache, ich drücke das jeweils runter und klebe schon mal hier die obere Seite fest. Und ihr seht, ich verwende die wieder, das heißt, das müsst ihr jetzt nicht nach einmal verwenden, wegschmeißen. Dann drehe ich das um. Gucken, ob ihr das noch seht. Und dann, ich klebe es noch nicht runter, sondern ich gucke einfach, dass der Kleber zur Hälfte auf der Folie drauf ist und mache das mal runter. Jetzt kann ich das hier wegnehmen. Und jetzt ziehe ich ganz einfach das Ganze runter. So bekomme ich eigentlich die besten Resultate hin. Und dasselbe mache ich noch auf den Seiten. Das heißt, runter, Folie holen und dann rausziehen. Und das auch auf der letzten Seite. Runter, Folie rausziehen. Und so ist die ziemlich gut festgemacht und auch relativ straff hier drauf. Unterdessen sollte auch der Heatpan warm sein. Der sagt, der ist bereit. Dann kann ich die Matte laden und hier auf Senden gehen. Matte laden. Und dann auf Senden. Jetzt gucke ich nur kurz, dass sich hier wirklich nichts verschoben hat. Ich bin immer noch hier oben. Passt. Hier sieht es aus, als ob der am richtigen Ort ist. Das heißt,
senden. Dann sagt er Foiling, ja, Wärmestift, ja, wärmen Sie vor, ja, passt alles und dann kann ich senden sagen. I've been staring at the ceiling. I've been staying up on. Und was ich gar nicht gesagt habe, das ist der dickere Stift. Und der hier ist heller rot, wenn ihr das vergleicht. Der dunklere ist der dicker ist und ich habe den genommen. Braucht jetzt natürlich ein Weilchen, weil ich schon sehr viele Details habe. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. Jetzt ist er fertig und ich kann die Matte rausnehmen. Und dann kann ich hier auf dem PC das Wärmertool auch wieder ausschalten. Und dann seht ihr auch, dass hier die Leuchte weg ist. Also ihr merkt dann auch, der wärmt nicht mehr auf. Ich nehme den jeweils auch aus und lege den irgendwo hin zum Abkühlen. Und wenn ihr das Design öfters machen wollt, macht das natürlich auch Sinn, dass ihr das speichert. Dann kann ich sagen, Datei speichern als. Und das ist jetzt eine eigene Datei und ich werde auch immer wieder gefragt, kann ich das auch in der Bibliothek speichern? Ihr seht, ja, könnt ihr. Ich mache das alles allerdings so, dass ich das bei mir auf der Festplatte speichere. Jo, und dann könnt ihr das nächste Mal wieder verwenden. Das nehme ich jetzt noch nicht von der Matte, weil ich will jetzt das Herzinnerdrinne plus die Nase plus die Augen, die will ich mit dem Foil-Quill Pen, dem Freestyle Foil-Quill Pen, noch anfärben. Der braucht eine Weile, um sich aufzuwärmen, sicher 5 Minuten aufwärmen lassen. Von dem her lasse ich das drauf, wärme den auf und bin dann wieder zurück bei euch, sobald der warm ist. So, ich habe den Stift hier an eine Powerbank angeschlossen, geht für mich am einfachsten. Der hat jetzt auch 5 Minuten aufgewärmt. Hier einfach vorne gucken, dass das wird richtig heiß, da nicht mit den Fingern dran. Ich habe die Foil-Quill Platte und hier jetzt auf dem Element drauf sehe ich ja wunderbar, wo die Sachen sind. Also die Nase will ich ausfüllen, das Herz in der Mitte will ich ausfüllen und die Augen. Und genau das kann ich jetzt machen. Ich brauche hier auch wirklich nicht viel Druck drauf zu geben, weil die Hitze macht ja die Arbeit. Und ich gehe da einfach so in kleinen Kreisbewegungen, fülle ich das jetzt noch aus. I've been asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? So, ich habe das Gefühl, ich habe alles erwischt. Schalte den aber noch nicht aus, falls ich den nochmal brauche. Und jetzt beim Ablösen ist es wichtig, dass ihr das wirklich vorsichtig ablöst, weil diese Kleber hier, die kleben echt schon richtig doll. Und ich hatte das teilweise auch, dass ich das Papier aufgerissen habe. Und nebenher einfach vorsichtig ablösen. Und wenn ihr euch die Folie anguckt, dann seht ihr auch, wo die Folie weg ist. Dann wie immer die Matte von der Karte lösen und nicht umgekehrt, damit die sich nicht kringelt. Hier natürlich den Schutz wieder drauf machen. Und dann gucke ich mir kurz das Resultat an, ob ich da zufrieden bin. Und das bin ich. Somit kann ich den auch wieder ausschalten, indem ich den einfach ausziehe.
oder rausziehe, und den lege ich natürlich auch irgendwo hin, wo sich dann niemand dran verletzen kann und der auskühlen kann. Jetzt will ich das Ganze auf eine Karte drauf machen. Und die ist jetzt gleich groß wie die Karte, von dem her schneide ich das auf allen Seiten noch um ja, so 2-3 mm ab. There's so much more to this life, but it's hard to see it clearly. Yeah, I try my best, but nothing turns out right. Und so haben wir die fertige Karte. Ich finde, die ist echt super süß geworden. Und glitzert jetzt halt einfach wunderbar durch diese Goldfolie. Und so könnt ihr was ihr selber gezeichnet habt, halt in eine Single-Line-Datei umwandeln. Könnt ihr natürlich auch mit anderen Sachen machen. Ja, wenn ihr die umwandeln wollt. Und wie gesagt, verschiedene Tools. Ich arbeite gerne mit Curve, was ehemals Vectornator ist, und wandle das da um, so wie ich euch das gezeigt habe. Ihr könnt eben auch Inkscape nehmen oder ihr könnt es im Silhouette Studio selber nehmen, weil eben dieser Pen quasi das Pen-Tool bei allen zur Verfügung steht, und dann eben die ausgefüllten Flächen. Man könnte mit ganz vielen Inlays, das heißt das Herz immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner machen und das so mit dem Stift machen lassen. Ich finde das Resultat nicht so super schön, wenn man das so macht, weil man diese Linien trotzdem sieht, und deshalb arbeite ich gerne noch mit dem Foil Pen, weil durch die Folie sehe ich ja dann, wo die Elemente liegen, und wenn die schön straff drauf ist, erwische ich das auch wirklich gut. Genau, das war das, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich das Foiling-Tool, wie ihr das mit der Cameo 5 verwenden könnt und wie ihr eine Datei, die eigentlich eine Double-Line-Datei ist, das heißt, es würde Innen- und Außenkante quasi zeichnen, dass ihr die so umwandeln könnt, dass es dann eine Single-Line-Datei ist und sich so auch besser eignet, um mit dem Foiling-Tool zu arbeiten. Dasselbe gilt natürlich jetzt auch mit den Stiften. Also ich kann jetzt genau dieselbe Datei verwenden und die mit einem Stift auf eine Karte bringen mit dem Plotter, weil er eben jetzt schön hier eine Single-Line hat, und dann kann ich das innen drin einfach noch von Hand ausfärben. Jo, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen, dass das ganze Video hilfreich war für euch, dass euch das Video natürlich gefallen hat und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying